Hi Leute, Martin hier und willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush. Im heutigen Video sehen wir uns meinen Lieblingsantagonisten Don Quixote Pirates Captain Don Quixote Doflamingo näher an. Lasst uns keine Zeit verlieren und gleich mal über das Medal Set fliegen. Wir konnten die Tags maximal mit 6 aktivierten Boni ausnutzen und das auf beiden ausgerüsteten Medaillen. Was bringt uns das? Wir haben mehr Schaden, den wir austeilen, erhalten weniger Schaden, haben bei Skill 1 und Skill 2 einen dementsprechenden Bonus, was die Cooldown-Zeit angeht. Und ich halte auch die Tradition, wenn es darum geht, die Basiswerte gleichmäßig anzuheben. Denn wie immer ist das für mich die beste Lösung. Kommen wir gleich zu Skill 1 Parasite, eine an sich starke Long-Range-Attacke, die uns 2 passive Boni beschert, und zwar einmal 10 Sekunden Verwirrtheit des Gegners plus 10% Speed Reduction mit einer Effektzeit von 20 Sekunden. Somit ist unser Gegner verwirrt, kann nicht ordentlich steuern und verlangsamt. Also einfacher kann man es sich eigentlich gar nicht mehr machen. Weiter geht's mit Skill 2 Spiderweb Godfred. Auch eine Long-Range-Attacke mit einem nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt. Bei der Aktivierung dieser Attacke kreieren wir ein nicht bewegliches Schild, das 150% unserer gesamten Health Points aufweist. Wie praktisch dieser Bonus in-game ist, werden wir uns später ansehen. Springen wir weiter zu den Trades. Der erste Trade zielt darauf ab, dass ein eigener Teamkamerad K.O. geht, was gleichzeitig eurer kritischen Attacke einen 300% Boost gibt und ihr habt keinen Stack. Weiters könnt ihr einmalig 15% eurer Health Points regenerieren, wenn ihr einen Gegner K.O.t, der euch stark geschadet hat. Der Trade 1 zielt darauf ab, dass ihr im Gegner-Treasure-Bereich 30% mehr Schaden mit der normalen Attacke macht, plus dass ihr dadurch auch in weiterer Folge auch die Cooldown-Zeit eures Skills reduzieren könnt. Der Trade 2 reduziert die Cooldown-Zeit von Skill 1 um ein Drittel, wenn ihr einen Gegner K.O. gebracht habt. Plus wenn ihr weniger als 50% eurer Health Points habt, wird der Schaden, den ihr mit normalen Attacken macht, verdoppelt und alle Statuseffekte, die euch von Gegnern zugefügt werden, werden negiert. Der Boost Rate ist nochmal ein kleiner Extraschub für euren kritischen Schaden, denn wenn ihr den richtig anwendet, habt ihr fast einen Fix K.O. Dann lasst uns gleich mal in die Runde starten und sehen, wie wir seine Skills wirklich praktisch anwenden können. An sich seid ihr immer im Vorteil, wenn ihr in einem gegnerischen Treasure-Bereich steht, denn wie wir vorher gesehen haben, habt ihr eine Reduktion von Schaden, den ihr erhaltet, und einen Boost von Schaden, den ihr austeilt. Hier kommen wir gleich zu den Vorteilen des Skill 2 Spiderweb Godfred. Wie wir gesehen haben, konnte das Netz den Schaden absorbieren und wir konnten ungestört den Gegner weiter angreifen. Manchmal ist es schwierig, das Schild optimal zu positionieren, denn wenn man die Treasure-Bereiche im Umfeld schon an sich gebracht hat, schränkt es natürlich die Mobilität des Netzes ein, da es ja an seine Position gebunden ist. Nichtsdestotrotz könnt ihr auch versuchen, einen Gegner zu teasen, dass er euch folgt und zieht euch dann einfach wieder zum Netz zurück, um dessen Schildkapazität einfach voll auszunutzen. Oder die Cooldown-Zeit eures Skills hat sich am Weg zum nächsten Treasure-Bereich von selbst schon wieder reduziert und ihr könnt die Attacke schon wieder neu starten, wie wir es hier schön sehen können. Wenn wir jetzt links oben auf die Leiste unserer Teammates sehen, sehen wir, dass 2 K.O. gegangen sind. Danach richten wir den Blick auf unseren Health Point Balken, indem wir erkennen, dass ein Boost aktiviert wurde. Das ist der vorhin genannte Boost, der unseren Schaden für kritische Angriffe verdreifacht, nachdem ein Teammitglied K.O. gemacht wurde. Besonders unterhaltsam ist es auch, wenn einer eurer Mitstreiter ebenfalls mit Don Flamingo in die Runde startet. Denn mit 2 Spiderweb könnt ihr unterbewusst die Bewegungsrichtung eurer Gegner steuern. Mir ist zwar bewusst, dass man momentan Don Flamingo nicht scouten kann und auch nicht bewusst scouten. Doch für jeden, der wie ich ein Fan von dieser Figur ist, wünsche ich ihm, dass er seine Charaktersammlung um ihn erweitern kann. Yamato ist für mich das perfekte Beispiel, um zu zeigen, wie gut Don Flamingo auch in der Defensive zurechtkommt. Jeder, der schon ein paar Runden in diesem Spiel verbracht hat, kennt die Offensivpower von Yamato. Und hier können wir gut sehen, dass Don Flamingo da gut dagegenhalten kann. Das einzige, das schade ist, man kann sich leider nicht aussuchen, wann ein eigenes Teammate K.O. geht und grundsätzlich will man das ja auch nicht.
Aber es bringt eben den Vorteil des dreifachen Schadens für die kritischen Attacke, was uns im vorigen Beispiel einen 100%igen KO für Yamato gebracht hätte. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt des Spiderweb ist, wenn man es genau wie hier an der Flagge platziert, es dem Gegner nicht ermöglicht, die Flagge zu erobern. Wenn ihr also seht, dass ihr in die Defensive geratet, aber Skill 2 zur Verfügung habt, versucht einfach, bevor ihr euch KO't, das Spiderweb direkt an der Flagge zu platzieren und eurem Team somit wichtige Zeit zu verschaffen. Ich versuche immer, Parasite Skill 1 als erstes zu aktivieren, da sie die kürzere Cooldown-Phase hat und mir somit nach erstmaliger Aktivierung einen schnelleren Wiederzugriff ermöglicht und dann, so wie hier, mit Spiderweb Godfred den Gegner nach Möglichkeit KO zu bringen. Hier haben wir jetzt eine Szene, die mich mittlerweile schon ein wenig müde macht. Ja, ich verstehe den Hype um Raid und Onigashimo Roran Zoro und er ist ein richtig cooler Charakter, doch die Long-Range-Fähigkeit seines Skills ist teilweise wirklich abartig und macht es einem wirklich schwer, außerhalb seines Radius zu kommen. Doch auch in dem Moment, an dem unser Spiderweb steht, kann er uns mehr oder weniger egal sein, da wir wieder unseren 150% Schild haben, der uns wieder viel Backup ermöglicht. Oder so wie hier, wir werden von hinten angegriffen, wir wechseln einfach die Seiten, haben wieder Deckung, nutzen unseren Elementbonus aus und feuern ihn einfach bis ins KO. In letzter Zeit habe ich auch das Schwergewicht meiner Runden immer an Don Flamingo abgegeben, da er es mir einfach ermöglicht hat, mit Spiderweb die Geschwindigkeit aus der Runde zu nehmen, denn so wie hier haben wir wieder ein gutes Beispiel, 3 Gegner vor uns, doch es kann uns nichts, wir haben unser Spiderweb aufgebaut, wir brauchen uns nicht stressen lassen und können einfach mit unserer normalen Attacke die Gegner angreifen, bis der Verteidigungsfaktor des Netzes aufgebraucht ist. Also an alle an euch, die gerne eine Runde starten wollen, ohne in der Angst leben zu müssen, dass sie von einem OP-Charakter gewone-shottet werden, einfach Don Flamingo schnappen, sein Netz aufstellen und das Netz einfach diese One-Shot-Attacke abfangen lassen und ihn dann mit Parasite and Spiderweb Godfred abfinishen. Mein Schwergewicht bei diesem Charakter liegt zwar eindeutig auf dem Spiderweb, aber Parasite Skill 1 ist ein absoluter Killer, wenn ein Gegner angeschlagen ist, am Boden liegt und ihr einfach versucht, ihn ungefähr in das Zentrum eurer Attacke zu bekommen, denn mit dem Radius, den diese Attacke ausführt, wird er so viele einzelne Hits abbekommen, dass ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit eines KOs erringen könnt. So Leute, das war's auch schon wieder. Wenn ihr Fragen zu diesem Charakter oder zu anderen haben solltet, schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush. Sorry for you, what I mean, my friend.